Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine sommerlich luftige Tasche häkelt. Es ist wirklich leicht, meine Tasche wiegt 430 Gramm und gehäkelt habe ich das aus Cotton Cord von Krobeck in eine Knoll 200 Gramm, 150 Meter. Für meine Tasche habe ich 2 ganze Knäuel verbraucht und ein bisschen mehr. Also, dann habe ich Häkelnadel 4,5 benutzt. Kann man auch mit 5 häkeln, ist auch kein Problem. Ihr könnt auch beliebige Garn nehmen, welche ihr möchtet. Und 2,5, 3 oder 3,5 bis 4 mm, es ist egal. Nur die Abmessungen werden ein bisschen anders sein und auch Materialverbrauch wird anders sein. Meine Tasche in der Breite ist 40 cm. Von hier bis unten ist 26,5, 27 cm. Und von oben bis Griefen, so je nachdem wie man das zieht, es ist 48 cm. So, außerdem braucht man Maschenmarkierer, Maßband und die Schere. Und fangen wir an. Als erstes häkelt man eine Luftmaschenkette aus 48 Luftmaschen. Ein bisschen locker. 48 Stück. Also 48 Maschen. Schauen Sie hier, wir werden nicht hier wie gewöhnlich häkeln, sondern dreht man rum und diese Stelle hinten häkeln wir. Aber zuerst nehme ich Markierer und markiere diese Stelle direkt hinter den Faden. Also das wird allererste Masche sein. Allererste Stäbchen wird hier rein gehäkelt. Um hochzusteigen, häkeln wir jetzt noch 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. So, und dann in diese markierte Stelle wird erste Stäbchen gehäkelt. Markierer wegmachen. Und in diese Stelle häkelt man ein Stäbchen. Dann weiter in die nächste, diese Stelle, häkelt man ein Stäbchen. Und so bis zu Ende. Insgesamt soll 48 Stäbchen sein und diese allererste, diese Luftmaschen und diese Stäbchen gehören zusammen und zählt man als 1. Und so weiter häkelt man bis zu Ende. 48 Stäbchen sind fertig. Hier ist so ein Zopf jetzt entstanden und wir häkeln genau dasselbe 48 Stäbchen zurück im Kreis. Also das heißt, dreht man so rum und hier, wo allererste Masche war, häkelt man allererste Stäbchen von dieser Seite. Also schauen Sie genau gegenüber, wo stand diese, unter die 2 Faden. Hier wird dieses Stäbchen gehäkelt. Dann die nächste. Schauen Sie hier unter die 2 Faden, nächste Stäbchen. Und so häkelt man zurück 48 Stück. Und am Ende wird so aussehen, dass eine gegen andere steht. So, es sind 48 Stäbchen von jeder Seite. Das die letzte Stäbchen steht gegenüber von der ersten. Und hier ist die 3 Luftmaschen. So, jetzt müssen wir das verbinden im Kreis.
Und zwar, hier schauen Sie, diese 2 Faden, geht man unter diese 2 Faden, zieht man diese Schlaufe durch und jetzt bei dieser allerersten Stäbchen geht man hier zwischen die 2 Faden, genau in die Mitte, und hier kommt auch in die Mitte raus. Legen Sie diese Schlaufe so ein bisschen weiter, ziehen Sie das ein bisschen weiter, dass der nicht wegrutscht. Und dann häkelt man das raus, hier. Und ich zeige jetzt eine Verbindung. Klar kann man mit 3 Luftmaschen steigen und das ausgleichen, aber ich häkle direkt eine Verbindung, die wird so wie Stäbchen fast selb aussehen. Und zwar ein bisschen weiter rausziehen, haltet man hier mit Finger und gegen Uhrzeiger drehen. So, dann habt ihr hier 2 Faden, also praktisch 3, hier einzeln und hier ist doppelte. Dann legt man diese Schlaufe drauf und zuerst häkelt man die 2 ab und dann die 2. So, und ist es direkt ein Stäbchen gewachsen. So, das ist die erste Stäbchen für die zweite Reihe. Jetzt brauchen wir 4 Markierer und werden wir markieren jeweils erste und die letzte Stäbchen von diesem Muster mit Öffnungen. So, ihr fängt hier an zu zählen ab diese allererste Masche, welche haben wir jetzt gemacht, aber diese Stäbchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Markiert ist die erste Masche von diesem Muster. Gegenüber dasselbe. Dann von hier, von markierter Stelle bis hier genau 16 Maschen. Also erste Masche, 16. Masche. Und hier gegenüber auch. So. Dann wird hier, können Sie nachzählen zum Selbstkontrolle, wird 16 von einer Seite sein und 16 Stäbchen von anderer Seite sein. Genauso wie hier nach dieser markierten Stelle von hier bis zu diese allererste, hier ist das letzte, 16. Masche. Also, dann häkeln wir weiter. Und so häkeln wir jetzt weiter. Bis zur markierten Stelle alle Stäbchen in Stäbchen. Also, das heißt, in jedes Stäbchen kommt ein einziges Stäbchen. Und es wird nicht wie gewöhnlich unter den 2 Faden gehäkelt, sondern genau hier in die Mitte von diesem Stäbchen. So, drauflegen, zwischen 2 Faden. Und hier kommt man raus. Da ist nur eine so welche Faden. Und häkelt man ein Stäbchen raus. So, dann weiter. Zwischen 2 Faden. Hier ist nur so eine und Stäbchen. Und so häkelt ihr bis zur markierten Stelle weiter. Und jetzt häkeln wir weiter Muster. Wo die markierte Stäbchen ist, häkeln wir eine Luftmasche, dann 2 Stäbchen, 2 einzelne, dann wieder eine Luftmasche. Hier wird ein Stäbchen übersprungen,
und hier nächste 2 Stäbchen. Und so wiederholt sich bis zur markierten Stelle. Und die markierte Stelle wird eine Luftmasche sein. So, entstehen so Öffnungen und ein Stäbchen wird übersprungen. Jetzt Luftmasche und eine überspringen und die nächste 2 hier. So sieht das jetzt aus. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 doppelte Stäbchen und 6 Öffnungen. So, jetzt, wie gesagt, bei den letzten Stäbchen, wo markierte Stäbchen ist, eine Luftmasche. Und weiter häkelt man ganz einfach. Jede Stäbchen häkelt man ein Stäbchen und kommt bis zu hier, bis diese markierte Stelle wieder. Auf dieser Seite wird genau dasselbe sein wie auf vorherige Seite. Erstmal eine Luftmasche. Diese markierte Stäbchen überspringt man und häkelt direkt in die nächste 2 Stäbchen. Dann wird wieder eine Luftmasche sein und eine überspringt man und hier 2 Stäbchen. Und so häkelt man bis zu die letzte markierte Stäbchen. Am Ende eine Luftmasche und diese markierte Stäbchen überspringt man und häkelt direkt in die nächste. So, und jetzt bis zu Ende, es sollen 16 Stäbchen sein. Die zweite Reihe ist zu Ende. Jetzt zeige ich die Verbindung und passen Sie auf, dass es wirklich 16 Stäbchen sind. Und hier, wo 3 Luftmaschen waren, ist es keine Stäbchen, das zählt man nicht. Also wirklich nach diesen Stäbchen zählen. So, jetzt verbinden wir die Schlaufe ein bisschen rausziehen. Hier unter die 2 Faden. Diese Schlaufe von vorne nach hinten ziehen. Und jetzt geht man in die Mitte zwischen 2 Faden bei allerersten Stäbchen. Hier. Dann zieht man Masche raus. So lang ziehen. Und dann halten das fest. Gegen Uhrzeiger drehen, bis hier 2 Stück entstehen. Wenn ihr loslasst, dann wird einfach gekreuzt. Aber es ist wirklich wichtig, dass ihr das haltet. Halten, gegen Uhrzeiger drehen, dann diese Schlaufe drauflegen, die 2 erstmal abhäkeln, dann die 2 abhäkeln. Das ist die erste Stäbchen für die nächste Reihe Nummer 3. Und so sieht das jetzt aus. So. Und jetzt häkeln wir weiter. Hier direkt häkelt man nur Stäbchen bis zu diese allerletzte Stäbchen und hier wird ein bisschen anders dann weiter sein. Hier wird so gehäkelt. In jeder Öffnung macht man 2 Stäbchen, dann eine Luftmasche und wieder in Öffnung 2 Stäbchen. Und das geht bis zur letzten Öffnung. Also in Öffnung direkt 1 und 2, dann eine Luftmasche, dann in die nächste Öffnung wieder 2
Dann eine Luftmasche nicht vergessen und dann in die nächste Öffnung und so weiter. Und in die letzte Öffnung auch 2 Stäbchen. So, danach macht man keine Luftmasche, sondern weiter häkelt man wie gewöhnlich in jedes Stäbchen, bis man an der anderen Seite wieder bei dieser markierten Stelle ankommt. Hier ist genau dasselbe. In jeder Öffnung 2 Stäbchen und zwischen diese 2 Stäbchen eine Luftmasche. Und so häkelt ihr bis zu Ende von diesem Muster. Und am Ende hier wird 2 Stäbchen in dieser Öffnung sein und ohne Luftmasche direkt weiter hier in jede Stäbchen häkeln bis zu Ende. So, die dritte Reihe ist fertig, jetzt verbinden wir das. Ja, wie gesagt, wer mag, kann auch einfach mit 3 Luftmaschen das verbinden, ist auch kein Problem. So, ein bisschen rausziehen, unter diese 2 Faden, hier diese Schlaufe durchziehen, dann in diese erste Stäbchen, also Fake-Stäbchen sozusagen. Hier kommt man direkt rein, hier zwischen die 2 Faden und nimmt man eine Masche raus, also Schlaufe, so viel rausziehen, ungefähr so viel, dann halten hier, gegen Uhrzeiger drehen, damit hier 2 Faden bleiben, dann diese Schlaufe drauflegen, erstmal die 2 abhäkeln, dann die 2 abhäkeln und Fake-Stäbchen ist fertig. Und es wird immer an derselben Stelle sein, es wird nicht wandern, nicht nach vorne, nicht nach hinten, immer an derselben Stelle als erste Stäbchen von die Seite. So. Und weiter häkelt ihr bis zu diese Stäbchen, weil ab hier fängt schon Muster an. Und jetzt schauen Sie hier. Wenn wir vorherige Reihe mit 2 Stäbchen in Öffnung angefangen haben, dann heißt hier umgekehrt, muss eine Öffnung entstehen, das heißt eine Luftmasche und dann in die nächste Öffnung 2 Stäbchen häkeln. Und so wird der Muster immer abwechselnd sein, mal eine Reihe mit 2 Stäbchen anfängt, mal eine Reihe mit Luftmasche anfängt. Und so häkelt einfach weiter. Ich hoffe, ihr habt den Prinzip verstanden. So. So, genau, jetzt ist hier eine Öffnung entstanden, wie unten. Das heißt, bei der nächsten Reihe, hier häkelt ihr direkt 2 Stäbchen. Und bei der nächsten Reihe eine Luftmasche als erste. Dann wird das abwechselnd sein. So. Und ich hoffe, ihr habt soweit verstanden und mit dem Abschluss auch. Und weiter häkelt ihr selbstständig und zwar insgesamt 9 Reihen. Also fängt an ab hier zu zählen, wo die erste Reihe mit Muster war. 1, 2, 3. Jetzt bin ich in die dritte Reihe mit Muster. Und insgesamt soll 9 Reihen sein. Und dann treffen wir uns wieder. Ich habe 9 Reihen mit Muster gehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
und noch eine Reihe hier, das Reihe Nummer 10. Also insgesamt habe ich jetzt 10 Reihen. Ab Reihe Nummer 11 wird das umgekehrt gehäkelt, also dieses Muster kommt jetzt an die Seitenteilen hier und da und an dieser Stelle werden nur 16 Stäbchen gehäkelt. So, die Maschenmarkierer habe ich von unten nach oben verschoben und zwar jetzt auf die Stelle, wo das durchgehäkelte Stäbchen war. Das wird nämlich Anfang oder beziehungsweise Ende sein von den Mustern. Hier, da auch und auf die andere Seite auch. So, jetzt verbinden wir das. Genau wie vorher. Das unter die 2 Faden. Schlaufe durchziehen. In die Mitte. So, erste Stäbchen haben wir gehäkelt. Jetzt machen wir eine Luftmasche und überspringen wir nächste Stäbchen und werden hier 2 Stäbchen häkeln. 2 einzelne Stäbchen. Wir wechseln jetzt die Muster und es wird immer so gehäkelt. Nach 2 Stäbchen eine Luftmasche, eine überspringen und dann wieder 2 Stäbchen hier häkeln. Und so häkelt ihr bis zu dieser ersten markierten Stelle. Also 2 Stäbchen, Luftmasche und eine Stäbchen unten überspringen. Und so sieht das aus. Bei der markierten Stelle, es ist ein Stäbchen, also am Ende 2 Stäbchen. So, dann werden diese Öffnungen aufgefüllt und zwar in jede Öffnung häkelt man ein Stäbchen. Hier ist klar 2, hier ist 1, hier ist 2 und so weiter, bis man an die nächste markierte Stelle ankommt und insgesamt es sollte 16 Stäbchen sein. Danach häkelt man dasselbe hier nur spiegelverkehrt. Das heißt, wo Maschenmarkierer anfängt hier, diese und diese wird ein Stäbchen, 2 Stäbchen sein. Also in die markierte Stelle und nebendran. Dann wird eine Luftmasche sein und eine übersprungen und in die nächste wird 2 Stäbchen sein. Und so weiter häkelt ihr bis zur nächsten markierten Stelle. Immer abwechseln. 2 Stäbchen, eine Luftmasche, unten überspringen. Und wie vorher in die markierte Stelle und eine vor, 2 Stäbchen häkelt man. So, dann wird hier wieder aufgefüllt. Eine Stäbchen, 2 hier, eine da, 2 hier. Insgesamt 16 Stück bis zu dieser markierten Stelle. Dann häkelt ihr weiter, genau wie vorher. Hier 2 Stäbchen, eine Luftmasche nicht vergessen, eine überspringen. Hier 2 Stäbchen, Luftmaschen und eine überspringen. Und so häkelt ihr selbstständig weiter bis zu dieser Verbindungsstelle. So, jetzt bin ich an der Verbindungsstelle und schauen Sie, diese allererste Masche, Stäbchen, gehört zu diesem Päckchen zusammen. Also, und verbinden wir jetzt anders. Wir gehen unter die 2 Faden und einfach Kettmasche verbinden. Fertig. So, nach unserem Muster in jede Öffnung kommt jetzt 2 Stäbchen, dann eine Luftmasche und wieder hier 2 Stäbchen. Und verbinden wird man immer so wie jetzt, einfach mit Kettmasche. Dann geht man direkt in diese Öffnung,
häkelt man eine Festmasche, dann zieht man ein bisschen raus, dreht man wieder gegen Uhrzeiger, häkelt man das ab und dann die 2 ab. So, es wird wieder eine Fake-Stäbchen sein. Oder wie gesagt, können Sie auch mit 3 Luftmaschen machen. Und nach unserem Muster direkt in dieselbe Stelle eine Stäbchen häkeln. So, dann wird eine Luftmasche sein. Diese wird übersprungen und direkt in die Öffnung 2 Stäbchen. Und so wiederholt sich Reihe zu Reihe. Es wird jetzt nichts anderes passieren. Luftmasche zwischen 2 Stäbchen nicht vergessen. Und so häkelt man bis zu dieser Stelle, wo markiert ist hier. So, nach unserem Schema, nach unserem Muster, hier wird jetzt eine Luftmasche zum Überspringen. Hier entsteht eine Öffnung. Und dann häkeln wir direkt in diese Stäbchen eine Luftmasche und komme hier hinein. Und jetzt 16 einfachste Stäbchen. So, schauen Sie. Hier ist 2 und da ist Öffnung. Und dann bleibt es gerade jetzt. Und jetzt wird so welche durchgezogene Stäbchen auf dieser Stelle sein, weil das gehört zu diesem jetzt Abteilung, also zu diesem Muster, zu diesen 16 Stäbchen. Und weiter häkelt ihr bis zu diese Stäbchen vor der markierten Stelle. Und weiter geht's, wo die markierte Stelle, genau wie hier, jetzt entsteht eine Öffnung. Eine Luftmasche, dann in nächste Öffnung 2 Stäbchen häkelt man. Und so weiter abwechselnd häkelt man bis zu Ende. Ich denke, ab jetzt wird ganz leicht sein. Der schwierigste Teil ist es wirklich diese allererste Reihe, wo muss man von einem Muster zu anderen Muster wechseln. Da kann man ein bisschen sich hier verrechnen. So. Und ihr häkelt so weiter. Einmal Luftmasche, 2 Stäbchen. Einmal Luftmasche, 2 Stäbchen. Und auf die andere Seite kommt ihr hier genau dasselbe. Hier bei der markierte und die vorherige wird eine Luftmasche sein. Hier dann 16 Stäbchen. Und nach diesen 16 Stäbchen, genau wie jetzt, haben wir gehäkelt eine Luftmasche hier. Und in diese Öffnung 2 Stäbchen häkeln. Und kommt ihr wieder an den Anfang, wo wir zusammen das verbinden. So, am Ende, hier war Verbindung, dann hier oben, der geht jetzt zur Seite. Ab jetzt wird es immer wieder wandeln, und zwar nach links. Mit jeder Reihe wird sich Verbindung um eine Öffnungsstelle verschieben. So, und wir verbinden das immer dasselbe unter die 2 Faden mit einer Kettmasche. Ach so, nicht vergessen, hier 2 Stäbchen, nach diesen 2 Stäbchen soll Öffnungen stehen und eine Luftmasche. Unbedingt machen. So, dann unter die 2 Faden eine Kettmasche verbinden. So, es ist Öffnung entstanden. Jetzt hier nach unserem Muster soll frei sein, also soll Öffnung entstehen. Deswegen wandeln wir jetzt zur nächsten Öffnung und gehen hier unter die 2 Faden und häkeln wir eine Kettmasche und sind wir schon einen Schritt weiter und direkt in die Öffnung eine Festmasche häkeln. So, wir sind jetzt in dieser Öffnung, wo 2 Stäbchen sollen sein. Also eine Fake-Stäbchen, ein bisschen rausziehen und drehen, das und das.
Fertig. Und dann direkt hier noch eine. Also merkt ihr, in jede Öffnung 2 Stäbchen, eine Luftmasche zwischen. Und so weiter. Ab jetzt wird nichts anderes passieren. Ich häkle immer dasselbe. Wo Öffnung ist, 2 Stäbchen, dann Luftmasche. Und dann hier, klar, diese 16 Stäbchen, die bleiben immer. Und hier wird auch abwechseln. 2 am Ende, dann Öffnung. In dieser Reihe wird 2 am Ende sein und so weiter. Genau wie hier habt ihr gehäkelt. Genau dasselbe. Und so häkelt ihr selbstständig in die Höhe. Und zwar auch 9 Reihen mit diesem Muster. Hier haben wir 2 schon gehäkelt, 3. angefangen. Insgesamt wird das wieder 9 Reihen sein. Und dann treffen wir uns wieder. Meine Tasche ist ordentlich gewachsen. 9 Reihen mit Muster. So, schauen Sie, wo jetzt Verbindung ist. Fast an die Mitte schon. So, jetzt verbinde ich das. 9. Reihe. Einfach mit Kettmasche unter die 2 Faden. So, ab jetzt werden wir in die Mitte nicht mehr häkeln, sondern diese Teile werden nach oben steigen und es wird Hin- und Rückreihen gehäkelt und hier werden Reihen sich kürzen. Also mit jeder Reihe wird das kleiner und am Ende noch den Griff. So, wir brauchen auch Markierer und markieren wir an den Seiten und zwar zwischen 16 und 16 Maschen. Also zählen Sie von hier, von Anfang, wo Muster war. Es ist insgesamt 16 Maschen hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und das ist die Maschennummer 16 und zwischen denen ein Maschenmarkierer. Also das heißt, diese Masche gehört zu dieser Seite noch und diese Masche zur anderen Seite. Und genau dasselbe habe ich hier markiert. Und damit wir anfangen können und Garn nicht abschneiden, häkle ich mit Kettmaschen bis zu dieser Stelle, bis hierhin. Das bringt erstens mal Vorteil, dass wir den Garn nicht abschneiden müssen. Und zweiter Vorteil, hier wird ein bisschen dicker sein und bringt sozusagen einen Abschluss. Also einfach unter die 2 Faden häkelt man eine Kettmasche und zwar jetzt unter der jeden Masche, unter jede 2 Faden bis zu dieser Stelle, also bis hierhin. Also schauen Sie, allerletzte Kettmasche ist hier bei diesem Stäbchen, wo durchgezogene Stäbchen ist. So, wir fangen bei diesem Stäbchen an und häkeln wir eine Fake-Stäbchen und hier nach unserem Muster muss dann eine Öffnung entstehen. Okay, dann machen wir wie vorher und zwar diese Schlaufe ziehen wir durch auf die andere Seite und jetzt gehen wir in die Mitte hier. So. Hier rausziehen, einmal umwickeln und eine Fake Stäbchen häkeln. So. Dann wird es eine Luftmasche sein und weiter hier wie gewöhnlich 2 Stäbchen in diese Öffnung und so weiter wieder abwechseln. 2 Stäbchen Luftmasche bis zu dieser markierten Stelle. Und jetzt am Ende bei dieser markierten Stelle macht man keine Luftmasche,
einfach Stäbchen. So, 3 Stück am Ende. Dann dreht man das rum, auf die andere Seite jetzt, von innen, und häkelt man bis zu dieser Öffnung Kettmaschen. Also, man geht in Masche rein, eine Kettmasche und noch eine Kettmasche. So, und dann geht man in die Öffnung und wie vorher häkelt man eine Fake-Stäbchen. Ein bisschen rausziehen, umdrehen und häkeln. Und nach unserem Muster hier noch eine Stäbchen. So, dann entsteht so hier Stufen. Dann weiter wieder Luftmasche und gewöhnlich zurück häkelt man dieses Muster. So sieht das aus. 1, 2, 3, 4, 5 doppelte Stäbchen. Und die hier, jetzt wo die allererste war von der anderen Seite, häkelt man immer ein Stäbchen rein. Es wird sich auch so abwechseln, Öffnung und 2 Stäbchen so weiter, aber diese Stäbchen bleibt immer. Also diese als letzte häkelt man immer. Findet irgendwelche Stelle, wo man reingreifen kann und häkelt man ein Stäbchen. So, dann dreht man wieder rum. Und hier auf die andere Seite häkelt man diese Stäbchen auch. Also es wird immer diese Stäbchen hier stehen. So, wir häkeln jetzt eine Fake Stäbchen wieder. Dreht man das rum. Geht man hier irgendwo rein, sucht man Stelle, wo kann man reingreifen. Dann zieht man das raus, die 2 abhäkeln, dann die 2 abhäkeln. Fertig. So, dann eine Luftmasche und hier in diese Öffnung 2 Stäbchen. Dann entsteht so eine Öffnung und sieht fast wie echte Stäbchen aus. So, und so weiter bis Ende. Und so sieht das jetzt aus. Hier wird immer gerade sein von innen Tasche und hier wird so Stufen sein von Außenseite. Drehen wir wieder rum und auf die Seite wie vorher mit Kettmasche zur Öffnung kommen. In Öffnung erstmal Festmasche häkeln und dann eine Stäbchen. Dann noch eine und so weiter. Noch ein bisschen bis hier, bis Anfang. Am Ende wie vorher 2 Stäbchen und die dritte, welche muss hier sein. Also hier unter die 2 Faden, dritte Stäbchen häkeln und drehen wir wiederum. Und die Seite auch Fake Stäbchen. Kann man unter der 2 hier greifen oder da unten in die Mitte, ist es egal. Oder können Sie einfach so häkeln. Das ist auch kein Problem, nur hier wird ein bisschen luftiger sein. So, ich bevorzuge, dass man irgendwo reingreifen kann. Das rausziehen, die 2 abhäkeln und dann die 2. So wird ein bisschen aufgefüllt.
So, dann eine eine Luftmasche, dann weiter diese Muster. Ich hoffe, ihr habt verstanden und häkelt so weiter, hin und her rückreihen, bis am Ende 3 Stäbchen bleibt. 1, 2, 3. Jetzt schauen Sie, hier war Stufe, hier sind letzte 3. Das ist von Innenseite. Jetzt drehe ich mal rum auf die rechte Seite, auf die Außenseite und hier mache ich eine Luftsteigerungsmasche und häkele 1, 2 und die dritte Masche hier. 3 feste Maschen. So, das später brauchen wir. An dieser Stelle kommt Griff. So, jetzt das muss man abschneiden und gehen wir zur anderen Seite. Und jetzt häkeln wir weiter an dieselbe Seite, wo diese Teil ist, häkeln wir die Stelle. Ich mache eine Knoten. So, und fangen wir an. An die markierte Stelle hier zwischen 2 Stäbchen gehe mal rein in die Mitte. Diese Knoten ziehe ich durch, häkle ich eine Festmasche und dann ziehe ich so weiter raus und mache ich eine Fake-Stäbchen. So, nach dem Muster dann hier 3 Stäbchen in diese Öffnung, 2. Insgesamt wird dann 3 sein. Es ist genau dasselbe, nur gespiegelt wie von dieser Seite. 3 Stück hier war, jetzt 3 Stück hier. Und weiter ist einfach wie vorher eine Luftmasche in jede Öffnung 2 Stäbchen und kommt hier bis zu dieser Stelle, wo Muster endet, bis hierhin. Hier jetzt soll eine Öffnung entstehen, deswegen eine Luftmasche und in diese Stäbchen, diese durchgezogene Stäbchen, häkelt man eine noch rein. So, fertig. Jetzt müssen wir das umdrehen. Und häkeln wir jetzt zurück. In diese Öffnung, so wie vorher, 2 Stäbchen, dann eine Luftmasche und so weiter bis hierhin, bis diese Stelle. Und passen Sie auf, dass hier von innen genau dasselbe wird gehäkelt, immer hier Stäbchen über Stäbchen. Und von dieser Seite wird dann das wieder Stufen sein, also verkürzte Reihen. So, ihr könnt auch ganz leicht orientieren, wenn ihr guckt auf die Seite und schaut 1, 2, 3. Also eine überstehen von dieser Stäbchen und 2 kommen dann in Öffnung rein. Also ein bisschen rausziehen, ein Fake-Stäbchen häkeln. Und es ist eigentlich egal, ob ihr häkelt hier ganz unten in Öffnung oder hier oben über 2. Es ist egal, es sieht fast gleich aus. Dann in diese Öffnung 2 Stäbchen und weiter wie vorher. Ich denke, ich habe dieses Prinzip schon verstanden und häkelt weiter. Hier am Ende keine Luftmasche, sondern direkt drehen. Dann bis zur Öffnung kommen durch 2 Kettmaschen unter die 2 Faden
und weiter eine Masche und eine Fake-Stäbchen häkeln. So. Und direkt noch eine da rein. Luftmasche, hier 2 Fake-Stäbchen. Hier eine Luftmasche zum Öffnung und hier häkelt man eine Stäbchen durch die 2 Faden. Geschafft. Jetzt wieder drehen auf die andere Seite. Hier ist als erste Stäbchen. Dann in die Öffnung. Und so weiter. Und er häkelt das so weiter hoch, bis am Ende 3 Stäbchen entstehen. Genau wie auf dieser Seite. Und jetzt ganz am Ende müssen wir auch 3 Festmasche häkeln wie auf die Seite. Drehen wir rum und häkeln wir jetzt in diese Richtung 3 feste Maschen. Eine zur Steigerung erstmal Luftmasche. Hier direkt 1, 2 und die 3. Fertig. Jetzt dieses Stück abschneiden, rausnehmen. Und so sieht das aus. Dann hier später werden wir Griff häkeln. Und jetzt auf diese Weise müssen wir noch 2 Teile auf die andere Seite häkeln. Und genau dasselbe wie hier haben wir Abschluss gemacht oben, machen wir auch Abschluss hier. Dafür nehme ich wieder einen Knoten da, mache ich einen Knoten zum Anfang und gehe hier bei die Stäbchen, wo das dann erste Stäbchen wird hier sein, also diese Stäbchen, bei diesem Muster, bei mittleren Muster, durchgezogene Stäbchen. Ich gehe hier rein, ziehe ich das durch, dann direkt in die nächste, durch diese und so weiter, bis ich an die andere Seite ankomme. Und wie könnt ihr denken, es wird sich dasselbe wiederholen, das ihr auf der anderen Seite gemacht habt. Das macht ihr jetzt auf die Seite. Und ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Auf jeden Fall, wer noch nicht sicher ist, spült ein bisschen zurück und schaut wieder, wie das alles anfängt. Es ist genau dasselbe auf die Seite wie auf der anderen Seite. Also sind wir jetzt hier bei diesem allerersten Stäbchen. Machen wir erstmal eine Festmasche und fangen wir an mit Fake-Stäbchen. So, dann hier entsteht eine Öffnung und so weiter. Also wie gesagt, wer nicht sicher ist, spült zurück und schaut das nochmal von Anfang an. Und so häkelt ihr diese Teil hoch und dann am Ende noch diese Teil. Und wenn ihr bei diesem Teil am Ende ankommt, macht ihr letzte 3 Festmaschen, aber das Garn bitte nicht abschneiden. Wir werden weiter direkt einen Griff häkeln. Und wir sind jetzt an der letzten Etappe und häkeln wir 2 Griffe. Die Griffe werden dann so aussehen. Schauen Sie.
Und mein Griff von Anfang bis zu Ende hier beträgt 16 cm. Ihr könnt variieren, kleiner oder umgekehrt noch größer häkeln, wie ihr wollt. Und das geht folgendermaßen. Hier macht ihr keine Luftmasche, dreht mal rum und gehen Sie direkt in die hier zweite rein, häkelt eine feste Masche raus. Dann geht ihr direkt unter die 2 und nehmt das auch mit und Masche häkeln. Dreht man wieder rum und jetzt schauen Sie, hier ist eine Masche und hier so eine Stelle. Man häkelt jetzt immer in diese eine Masche und hier in diese Stelle. Hier werden 2 so welche sein. Dann dreht er wieder rum und häkelt unter die 2 Faden eine feste Masche und hier in diese Stelle mit 2 Faden. Sonst passiert nichts. Es muss man immer umdrehen nach links, unter die 2 Faden und die 2 nehmen. Und das war's. Man häkelt praktisch mit 2 Maschen. Immer umdrehen, hier 2 und die 2. Und so weiter häkelt ihr die benötigte Größe. In meinem Beispiel es ist 16 cm. Also von hier gemessen bis Anfang andere 16 cm. Und jetzt werden wir das verbinden. Bei der allerersten Griff ist es egal, habt ihr so gehäkelt, dann verbinden wir okay. Bei der zweiten Griff ein kleiner Tipp, wie ihr das genau dasselbe häkelt in die Größe. Klar, man kann ausmessen, aber manchmal vielleicht locker gehäkelt oder umgekehrt straff gehäkelt und das 1 oder 2 Reihe sozusagen hier Unterschied. Aber man kann ganz genau nachmessen und zwar so. Schauen Sie, legen Sie diese Öffnung ganz zu dieser Öffnung, ganz nah und dann diese zu dieser Seite. Und Griff drauflegen und dann schauen Sie, wenn das genau passt, so, dann ist auch gut. Oder kann man auch nach diesem Striche nachzählen oder ausmessen. Ist egal, wie ihr das wollt. Hauptsache 2 gleiche Griffe. So, ich habe den Garn abgeschnitten. Es ist ungefähr 15 bis 20 cm. Das so rausziehen. Und kann man mit Wollnadel oder einfach mit Häkelnadel zusammen vernähen. So, immer schauen, ob das richtig Seite ist hier. Und dann wirklich vernähen durch mehrere Stiche. Hier anfangen, Faden durchziehen. Dann bei dem anderen hier Seite durchziehen. Und versuchen Sie das innere Seite, also diese Seite, wo gerade ist, wird hier auch gerade sein, weil hier ist noch eine Stufe. Wenn ihr so zusammen häkelt, dann wird von beiden Seiten was raus gucken, schauen. Wenn ihr so häkelt, ist es ganz schief dann. Versuchen Sie es wirklich an diese innere Stelle zusammen gerade zu nähen. Also von oben, von unten, jetzt wieder auf die Seite und so weiter durch mehrere Stiche zusammennähen. Und so sieht dann das aus. Und diese Endstücke durch mehrere Maschen ziehen, hier nach oben, hier nach unten verstecken und unbedingt vernähen, weil diese Tasche aus Baumwolle
kann man problemlos waschen. Und auch nicht vergessen, da drinnen haben wir noch Anfangsfaden, ganz am Anfang war. Den auch verstecken und vernähen. Und eigentlich das war's. Die Tasche ist fertig. Wer mag, kann auch noch so eine kleine Deko-Anhängerherz als Deko häkeln. Unten in Beschreibung steht auch direkt der Link dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, meine Tasche gefällt euch und ihr häkelt fleißig nach. Abonnieren Sie meinen Kanal. Über eure Likes und Kommentare werde ich mich besonders freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!